So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute habe ich abstehende Ohren. Heute kommen wir zu einer Bike-Vorstellung. Ich begrüße euch ganz herzlich, wir sind wieder live. Heute mit der SWT 133. Ich kann euch ein bisschen was über das Motorrad erzählen. Das ist eine Rahmenverstärkung aus unserem Haus mit einem Zentralfederbein von Tractive, mit einer 1100er Schwinge, einem 18 Zoll Hinterrad und einem 21 Zoll Hinterrad mit Upside-Down-Gabel von White Power und einer gefrästen Gabelbrücke von uns. Der Mario hat sich da seinen Traum vom Boxer verwirklicht. Das ist so, dass der Mario schon einige Motorräder zusammengeschraubt hat, unter anderem DRZ mit dem Hessler zusammen. Dann hat er Guzzi gehabt, die hat schon mal irgendwie ein Motorradtitelbild gesäumt, und dann war neben seiner HPN R80 GS hat er noch eine R80 SD Scrambler. Ich habe ihn gefragt, was er mit dem Motorrad vorhat. Zu mir hat er gesagt, nur noch für schlechte Straßen. Dann habe ich gesagt, warum schlechte Straßen? Willst du kein Gelände mehr fahren oder so? Und dann hat er gesagt, das ist so teuer war das Motorrad, dass er damit eigentlich nicht ins Gelände gehen will. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hatte auch noch keinen großen Einsatz damit. Ich habe mich jetzt getraut, den Feldweg da vorne zu fahren. Aber ich möchte es natürlich nicht entjungfern, bevor der Mario es entjungfert hat, ne? Das wäre natürlich schlecht. Gehen wir zum Technischen. Wir haben hier einen 2-Ventil-Boxer mit 1000 Kubik und den kleinen 32er Vergasern von Bing. Abgasanlage ist die SGS2 von SR Racing. In Kombination hat das Ding ein ganzes Stück mehr als 60 PS gemacht, was mich und den Mario verwundert hat. Kann zum Teil auch an einer Doppelzündung und einer höheren Verdichtung liegen. Ist auf jeden Fall immer schön, gehen wir auch wieder aus dem Licht. Ist auf jeden Fall immer schön, wenn man mehr Leistung hat, als man eigentlich haben will. Wir gehen von unten nach oben auch noch, ne? Hier haben wir unser Doppel-X-Fußrasten, in dem Fall in Rot beschichtet. Einen Hauptständer, den mag ich eigentlich immer gar nicht, der ist überall im Weg. Wir haben die eigens angefertigte Paraleverstrebe von uns dran. Hier kann man auch mal deutlich sehen, wie der Umbau für die Scheibenbremse gemacht wird. Mit einer 13 mm Bremspumpe. Und wir legen die Leitung hier hoch und dann nach hinten, damit wir in dem Bereich im Neutralen sind, wenn die Schwinge einfedert. Das machen viele falsch, die legen dann die Leitung direkt dahinter, und wenn man dann drückt, dann klemmen sie sich beim Einfedern die Hand ein. Ich weiß, beim Fahren hat man die Hand nicht da hinten, aber der Weg ist zu kurz, das will ich euch damit sagen. Optisch soll das Ding aussehen wie vom Gaston Rayet 84, 85, 86, rot mit Zigarettenwerbung auf dem Tank. Ist immer Geschmackssache. Was mir aber ganz deutlich aufgefallen ist, als ich jetzt die HPN unten stehen gehabt habe mit einem dicken Tank, also das wäre eindeutig ein Bike, das genau für unseren Tank gemacht ist. Da könnte ich mir den super vorstellen. Ich traue es mich jetzt nicht, den Tank runter zu machen und den anderen drauf zu bauen. Aber ich glaube, dem Mario kann ich das einfach empfehlen. Hier, wenn er noch mal ein paar dickere Eier haben will, hier den großen Tank drauf zu setzen. Wir gehen mal auf die Gabel und auf die Instrumenten. Schon ein wenig staubig von dem bisschen fahren. Das ist der 7-Rock von Acewell, der da verbaut ist. In der alten Brotdose mit so einem Zwischenring. Und sonst sieht es wirklich aus wie das Arbeitsfeld früher schon bei der G-S war. Also er ist da einfach im Nostalgischen geblieben und hat es originalgetreu beibehalten.
Ist jetzt nicht meine Welt. Ich finde die Leuchten und den Tacho jetzt nicht unbedingt so prickeln. Ich mag das lieber, wenn im Tacho alle Instrumenten, also alle Beleuchtungen drin sind. Und wenn deswegen also es ist aufgeräumt, aber wenn das einfach ein wenig einfacher ist, deswegen kommt bei mir immer der kleine Acefeld-Tacho drauf. Bei den Armaturen ist er auch bei den Originalen geblieben. Selbst die Pumpe mit 13 mm, die Original BMW Pumpe, die bringt sicher das Vorderrad zum Stehen. Hier ist die Braking-Bremsscheibe mit 320 mm drauf und die Bremszange von Brembo. Von diesem Bild müssen wir uns ein bisschen verabschieden. Also das ist eindeutig so, dass Brembo diese Bremszange nicht mehr herstellen wird. Da werden wir dann in Zukunft auf BrakeTech bauen. Vorder- und Hinterrad sind beide von der Firma Hahn Wheels. Hier kann man nochmal schön die Abgasanlage anschauen. Das ist der polierte Endschalldämpfer, wie ihn der Jochen von Siebenrock damals immer verkauft hat, die SGS-2-Anlage. Ja, Schalthebel ist ein Aluminium gewesen, das ist beschichtet mit unserem Adapter. Mit dem Adapter passt das sehr gut von der Linie, kannst mal von oben rauf filmen, von der Linie mit den Fußrasten überein. Weil man mit beiden einfach ein wenig rausrutscht. Und ein riesen Vorteil ist, wenn ich es jetzt hochhebe, der Ständer ist dann auch beim Schalten nicht so im Weg. Ja, sieht man, da kann man jetzt dann gut vorbeischalten. Jetzt ist auch die Möglichkeit, wenn jemand Fragen hat, kann er es auch live hier im Chat stellen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob da schon was gekommen ist, ob du was gesehen hast. Ja, der Johannes, der turnt gerade noch in Wien rum. Deshalb muss mein Sohn heute wieder ran, muss uns helfen. Wie viele Minuten haben wir? Also wir haben gerade 8 Minuten 5. 8 Minuten 5, das ist schon recht lang. Also würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, die ploppen auf, ne? Außer die Telefonate. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich bitte den Fabio noch 1-2 Mal ums Motorrad rumzulaufen. Ich drehe sie nochmal, dass auch der Auspuff beim Sonnenlicht ist. Dafür ist der Hauptständer gut. Abonniert uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Manuel.